Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin mal heute aufgrund eines Tipps von einem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, der Kollege, der hat auf jeden Fall mir auf Insta mal geschrieben, ich solle mal hier Neustadt, Halle, an eine Saale mal kommen. Hier auf so einem Spielplatz würden so alte Busse sein, die man anstatt zu verschrotten, hier einfach mal so hingestellt hat für Attraktivitäten und so. Da bin ich mal gespannt. Ich war selbst noch nicht da. Das muss hinter mir rechts irgendwo sein auf so einem Spielplatz. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin und anschließend vielleicht auch noch zum Bahnhof Halle. Wenn ihr dran bleibt, seht ihr das. Alles aber nach dem Intro. Bis später. So, das waren jetzt knapp fast 400 Kilometer, die ich jetzt gefahren bin. Ich bin ja den ganzen Tag schon unterwegs und der Kollege, der will gleich auch hierher kommen, um sich seine Autogrammkarte abzuholen. Der sagte irgendwas mit Tabea, Sportplatz. Tabea lese ich schon. Und auf der anderen Seite da soll dieser Bus stehen. Da bin ich mal gespannt, ob der auch tatsächlich da steht. Tatsächlich, da steht ein Gelenkbus. Darf man hier überhaupt so rein? Videoüberwachung, 5 km/h und so. Mal gucken, ob man da rein. So Leute, ich bin hier angekommen. Ich habe höflich gefragt. Der gute Mann, der hat gesagt, ich darf hier aufnehmen. Schaut mal, was uns hier erwartet, Leute. Ja, woanders werden sie ausgeschlachtet, woanders werden sie einfach zerlegt. Hier werden sie restauriert bzw. umgebaut zur Attraktion für die Kinder. Das hier ist ein, was ist das, 405er, vielleicht sogar noch älteres Modell, ein Mercedes. Schaut euch das mal an, Leute. Spiegel und so sind nur dran, Wischer sind nur dran, aber natürlich nicht zugelassen. Aber ich habe erfahren, der wird zu einem Kochbus umgebaut. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, ob wir den leise, ja, ich mache mal leise, sonst haben wir Urheberrechte. Hier vorne die alte Dashboard. Schaut euch das mal an, Leute. VDV. So schaut es aus mit der Tachoscheibe so in der Mitte. Mit so einem Ding bin ich auch noch gefahren. Der hat, glaube ich, sogar schon die Zielbeschilderung. Oh, weiß ich jetzt gar nicht, ob er die Zielbeschilderung zum Drehen. Ne, der hat die schon mit. Warte, ich gucke noch mal raus. Das interessiert mich jetzt doch. Ja, der hat schon mit Flipdots, glaube ich. Ja, der hat schon mit Flipdots. Dann ist das älteres Modell, das andere noch. Aber das hier ist ein O405. Ein G, ein Gelenkwagen sogar. Das ist doch mal wirklich interessant und ich darf hier drin filmen. So, habt ihr einen Bus bestimmt auch noch nie gesehen, ohne Sitze. Schaut euch das mal an. Hat sich wirklich gelohnt. Danke für den Kollegen, dass er mir diesen Tipp gegeben hat. Also der Besitzer hier, der hat gesagt, der hat die Busse selber gekauft über einen Verein. Hier kommt noch so eine Kochzelle hin. Hier können die Leute dann schnibbeln und also Kinder, das sind hauptsächlich dann wohl Kinder hier vom Verein. Das ist ein Förderverein oder beziehungsweise Box- und rhythmisches Gymnastik, sagte der mir. Kenne ich mich auch nicht so aus. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Aber der wird, wie gesagt, hier noch umgebaut. Wie ihr sehen könnt, hier sogar so eine Couch hier drin, so eine Sitzecke. Hinten steht noch ein Bus, der ist schon richtig aufgebaut. Da gehen wir gleich mal rein. Der ist interessanter. Da ist angeblich auch Kino und sowas drin, dass die Leute, die Kinder sich da alles anschauen können. Wirklich sehr toll gemacht. So Leute, wir gehen jetzt mal in den anderen Bus. Schaut mal direkt in Bundeswehrlackierung. Das sieht doch mal geil aus, oder? Haben wir auch noch nie gehabt. Ja, wirklich toll. Und der ist schon umgebaut, sagt der gute Mann. Wir können, mit Parkettboden. Schaut euch das mal an, Leute. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn es zu heiß hier drin wird, hat er hier auch noch so einen Ventilator. Das ist das gleiche Dashboard wie vorhin, was wir gesehen haben. Ist auch ein 405G. Der hat hier die ganzen Sachen hier vorne hin. Ja, das ist hier eine Urkunde, Tabea Sommercamp. Sehe ich hier, wenn die Kinder dann in den Ferien Supercamp haben, dann können die hier rein. Schaut mal hier eine Sitzmöglichkeit. Hier haben die Computer, hier sind richtige Schränke und sowas alles drin. Will man gar nicht wissen, was so ein Bus sowas hat. Schaut euch das mal an, Leute. Das war wirklich ein guter Tipp. Ich bin begeistert. Hier das Gelenk, das geht ja auf der anderen Seite ja noch weiter.
Wir müssen gleich aussteigen und auf die andere Seite gehen. Was auf der anderen Seite ist. Das Kino ist bestimmt auf der anderen Seite, weil ab hier ist der Gelenk. Hier hat man so eine schöne Bar gemacht. Kann man hier auch Dart und so spielen. Das sieht doch mal richtig klasse aus, Leute. Ja, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich gehe mal eben auf die andere Seite. Oh, und die Lichter hier, schaut mal, wie der das gemacht hat. Wirklich toll. So, wir gehen jetzt mal hier raus und gehen mal in den anderen Gelenkteil, Abteil. Das sieht doch mal cool aus, Leute. Ja, hier ist schon ein bisschen dunkler. Hier sind auch schon die ganzen Filmplakate, Karussell, alle Hits. Ne, das Sportspiel und Spaß. Hier sind noch ein paar Sitze drin. Ach, der wird hier noch fertig gemacht. Ja, so sagt er. Hier können die Leute sich, hier sind die Sitze noch drin. Schaut mal mit was für ein Muster. Und hier vorne ist dann sozusagen die Leinwand. Ja, und hier können die Kinder dann hier gucken. Hier ist sogar noch ein Kühlschrank, wenn der fertig wird. Ist noch im Bau, wird alles aber noch fertig gemacht. Bisschen Werbung, hier Tabea, Sport, Musical. Ja, und hier können die Leute sich da hinsetzen. Wenn die Türen auch zu sind, dann ist ja auch alles abgedunkelt. Und dann hat man hier Kino. Wirklich gute Idee. Wir können ja mal noch auf die andere Seite gehen. Mal gucken. Der Motor und so ist bestimmt schon raus, denke ich mal. Sonst würde der ja hier Öl und so verlieren. Ich kann ja mal gucken, ob der Motor raus ist. Motor ist sogar noch drin, Leute. Ja, alles gut. So sieht's aus. Von der Seite kann man dann auch noch mal. Aber mit der Lackierung mal durch die Stadt fahren. Ich kann mich an diese Lampen noch erinnern hier. Die alten Lampen, daran hat man die immer erkannt, dass das 405er sind. So Leute, wir verabschieden uns von dem guten Mann, der uns das gezeigt hat. Und wir laufen jetzt mal, oder ich muss ja schon fahren, da ist doch schon ein bisschen weiter, zum Bahnhof nach Halle. Obwohl ich da ja schon mal war, aber da war Schwerpunkt Zopp. Diesmal gehe ich mal auch in den Bahnhof rein. So Leute, ich bin in Halle angekommen. Die mein erstes Video Leipzig gesehen haben, die müssten sich eigentlich daran erinnern können. Hier genau stand ich auch schon mal. Nur damals habe ich die Busse aufgenommen und diesmal ist der Bahnhof plus Busse dran. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Damals war hier alles Baustelle, jetzt ist aber alles fertig. So einen schönen kleinen Bahnhof haben die hier. Ja. Letztens bin ich einfach, da habe ich mich noch nicht für Bahn und sowas interessiert, bin ich ja hier sofort schnurstracks da hinten hingelaufen, wo die Busse da stehen. Ne? Aber diesmal machen wir mal als erstes den Bahnhof. Mal gucken, was hier so alles los ist. Ja, da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Es erwartet uns sofort so eine Tafelabfahrt. 13:06 Uhr, 13:42 Uhr nach Hamburg, nach Berlin, Goslar, Dessau und so. Alles kann man sich prima orientieren. Ja. Ein kleiner Bahnhof. Da geht es auch schon direkt runter. Okay, haben die jetzt aber keinen Lift hier runter. Wartet mal. Da muss man erstmal schlau werden. Da steht Aufzug über Glas 1. Also von außen kann man wohl so einen Lift bekommen oder hier via Plattform. Das gleiche nochmal übersetzt. Da laufen wir mal hin, mal gucken, wo dann da ein Lift ist. Ah, Gleis 3 sehr wahrscheinlich. Aber oben habe ich gesehen, sind schon ein paar Züge gekommen. Der fährt auch gleich weg in grün, weiß, mit WLAN drin. WLAN-Zeichen ist da drin. Okay. Ja. Das geht auf der anderen Seite bestimmt noch weiter. Ich laufe mal mit euch so ein bisschen mit. Hier ist übrigens der Lift, den wir ja gerade gesucht haben. Den kann man wohl von, da hinten sehe ich das, zwischen 2 und 3 von außen. Da kann man runter, hier unten durch und dann hier wieder hoch. Jetzt wissen wir. Aber schaut mal, wie der Kollege hier den Zug sauber macht. Wunderbar. Ja, ein richtig schöner, neu gemachter Bahnhof, so wie es aussieht. Die Bahnsteige. Hier vorne, alles sieht sauber aus, neu aus. Halle, Saale. Letztens war ich ja Halle, Westfalen. Und jetzt bin ich in Halle, Saale.
Auch nicht schlecht. Auf der anderen Seite kommt gerade so ein schöner ICE. Der ist nicht ganz flach. Jetzt orientiere ich mich immer nach dem flachen. Dann ist das wohl ein Zweier oder ein Dreier. Ja, ich bin jetzt schon ein richtiger Profi für ICEs geworden, glaube ich. Und trotzdem habe ich das bestimmt falsch gesagt. Neumünster, das sagt mir doch was. Da war ich doch auch schon mal in Neumünster. Ja klar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mal gerade gegoogelt. Hier dieser Bahnhof ist der wichtigste große Bahnhof. Hier so ein Knotenpunkt hier in Sachsen-Anhalt. Ja, könnt ihr auch mal Wikipedia mal gucken, wer hier alles das gebaut hat und so. Da müsste ich jetzt immer umspringen. Habe ich aber jetzt keine Lust zu. Das könnt ihr ja im Anschluss machen, wenn ihr Näheres über diesen Bahnhof sehen wollt. Ich gucke noch, dass mal so ein Zug oder so mal hier noch reinfährt. Und dann können wir zu den Busse rübergehen. Hört sich gut an. Der hat gerade die Maschine wohl angeschmissen, als ob das so ein Turbinenwerk an ist. Hört ihr das? Das heißt, der setzt sich wohl gleich in Bewegung. Gerade war schön leise, jetzt hat er was angemacht und dann... Ja. Die interessieren mich jetzt so richtig, diese Züge, Leute. Hier auf der anderen Seite kommt gerade hier noch so ein Straßenbahn, ist das, glaube ich. S-Bahn ist ja der hier. Ja. Und der macht sich jetzt startklar und fährt jetzt gerade weg. Da ganz hinten, da steht auch noch einer. Der steht schon seit mehreren Minuten da. Keine Ahnung, ob der da abgestellt ist oder so. Ja. Aber wirklich toll. Und da hinten das Gebäude, denke ich mal, das ist das ältere Bahnhofsgebäude. Denke ich mal. Ich laufe mal rüber, Leute. Das interessiert mich jetzt. Ja, ich laufe mal rüber, was das da mal war, weil das hier sieht mir richtig modern und neu aus. Dann kann sein, dass das ältere Gebäude ist. Ja. Leute, das eigentliche Bahnhofsgebäude ist tatsächlich hier vorne. Ja, schaut euch das mal an, Leute. Das ist die Kuppel, was ich gerade euch von außen gezeigt hatte, wo DB stand oben. Ja, wird restauriert, so wie es aussieht. Oben fährt auch noch so ein ICE gerade rein. Kann man sehen. Ja, das ist doch ein Riesenbahnhof. Von außen sah das jetzt so gar nicht aus. Schaut euch das mal an. Auch richtig hier mit Verkaufsläden und so. Ja, ich muss nachher da hinten raus. Aber das hier ist wohl der Originalbahnhof. Aber ich versuche jetzt mal da oben hinzukommen. Leipzig Hauptbahnhof könnte ich ja theoretisch jetzt gerade mit dem fahren, aber ich muss ja mit dem Auto fahren. Ich habe euch von unten gerade zwar gesagt ICE und so, aber nein, ist ein ganz normaler, so wie es aussieht. Ja, der fährt nach Leipzig. Und auf der Seite ist eine S-Bahn. Mitteldeutschland, aber richtig bemalt. Ja, kann man drüber streiten. Sieht das gut aus, Leute? Ich weiß nicht, was man davon hat, dass man das einfach so, man kann kaum was erkennen. Man weiß gar nicht, was das ist. Der fährt nach Zwickau, Sachsen. Ja. Gut, komm, lass uns mal rübergehen zu den Bussen. Ich denke mal, wir haben genug Züge gesehen. Der Alibaba, der ist auch noch hier. Der ist auch nicht pleite gegangen, auch mit der Corona-Zeit oder so. Wunderbar. Ja, jetzt kommen hier diese Schätzchen hier. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Da waren letztes Mal noch so ein paar Busse dabei, die ich gar nicht identifizieren konnte. So, wann war das? Polnische oder tschechische. Ja. Da fährt sogar noch so ein XXL. Ist das ein Fahrradbus? Glaub schon, oder? Mal gucken, was hier noch so alles ist. Das waren, glaube ich, hier diese Busse. Scania war hier viel. Ich gucke mal, ob noch ein paar Busse hier ankommen. So einen kennen wir doch mit so einem großen Aufbau. Bei uns gibt es die nicht mit so einem großen Aufbau, aber hier gibt es die wohl. Ja, als Citaro, Starpark, SWH, Stadtwerke, Halle.
Okay. Da unten haben wir hier noch so eine Straßenbahn. Auf der anderen Seite auch noch eins. Eins in grün, eins in rot. Die fahren hier durch den Tunnel auf der anderen Seite unter den Gleisen durch. Hier ist ja richtig was los, Leute. Der Kollege versucht jetzt mit dem Fahrrad hier hochzukommen. Mal gucken, ob er das schafft. Ja, 1, 2, 3, ja. Oh, der hat es geschafft, tatsächlich. Ich muss nachher hier geradeaus gleich weiter. Was kommt, was zischt denn hier noch so? Guck mal, wie er am Zischen ist. Oha, er verliert doch irgendwo Luft. Jeffrey, das ist doch was für dich. Was ist das? Was verliert er da? Jetzt hat er aufgehört. Immer wenn er auf die Bremse tritt, bestimmt. Ja, und der andere, der ist schon fertig. Oh ja, ist richtig schön warm bestimmt da drin. Ja, wenigstens haben wir hier noch ein paar Busse auch gesehen, Leute. Mal gucken, ob noch 1, 2 kommen und dann können wir die Fliege machen. Aber der Kleine da hinten, der interessiert mich trotzdem. Da laufe ich trotzdem mal hin, ob das tatsächlich für Fahrräder ist oder so. Oder nur eine Werbung dafür ist. Und hier vorne der Irisbus, Iveco. Die sind ja wohl zusammengeführt worden. Ist sogar ein Crossway, hatte ich vorhin vorne gesehen. Erleben, testen, losfahren. Fahrrad XXL. Ja, okay. Nee, der hat aber Bestuhlung und so da drin. Ja, nee. Ich habe jetzt echt gedacht, das ist ein Fahrradbus oder so, aber nein. Ist nur Werbung wohl. Gut, so schaut es also aus. Mal die Sicht von der Seite zum Bahnhof hin, zum Zopp hin. Und der Kollege, der zischt immer noch. Immer wenn er, glaube ich, auf die Bremse tritt, ist er wohl am Zischen, wenn er Luft verliert oder so. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der mit den 4 Türen. Schaut mal. Jetzt hat er aufgehört zu zischen. So Leute, mit diesen Bildern hier im Hintergrund, der Zopp von Halle, Saale, verabschiede ich mich von euch. Es war wieder schön, dass ihr dabei wart. Interessant war ja ganz am Anfang des Beitrags die umgebauten Busse. Wenn jemand Geld hat, so ein Verein oder so, seht ihr, der kann das da einfach sich hinstellen, umbauen. Dementsprechend muss er aber auch Platz haben, Zeit haben und natürlich Knete haben. So, das war's für heute. Ich ziehe weiter meine Runden Richtung Leipzig, Dresden. Wartet einfach ab, was nächste Woche gibt. Bis dann, wünscht euch diesmal aus Halle alles Gute. Euer Mehmet Oe. Ciao Leute.